Herzlich willkommen im weltweit ersten Viktor-Frankl-Museum in Wien. Mein Name ist Annemarie Moser, ich stehe hier in der Mariannengasse 1, an der Adresse, an der Frankl von 1945 bis 1997 gelebt und gewirkt hat. Ich darf Sie einladen, kommen Sie mit mir und gehen wir auf die Spuren Viktor Frankls Sinnlehre. Jetzt sind wir im Viktor-Frankl-Museum. In der Wohnung nebenan hat Viktor Frankl gelebt und gewirkt. Viktor Frankl war Arzt, Philosoph, Psychologe, Psychotherapeut und Begründer der dritten Wiener Richtung der Psychotherapie, nämlich der Logotherapie und Existenzanalyse. Logotherapie besteht aus zwei Worten. Logo kommt von Logos und bedeutet sowas wie Sinn, Wort. Therapie heißt heilen, Heilung durch Sinnfindung. In Viktor Frankls Logotherapie steht der Sinn absolut im Mittelpunkt. Existenz, Analyse, wer bin ich, wer möchte ich sein, was macht mich ganz persönlich aus, was soll meine Existenz hier in der Welt bewirken. Viktor Frankl war Jude, er hätte ein Visum gehabt, in die USA auszureisen oder seine alten Eltern zu beschützen. Nun, er hat sich entschieden, das Visum verfallen zu lassen. 4 Konzentrationslager hat Frankl überlebt. Im letzten Konzentrationslager in Turkheim erlitt Frankl selber eine Fleckfiebererkrankung und mit großen Mühen und 40 Grad Fieber rekonstruierte er die ärztliche Seelsorge, die er am Anfang in seiner Konzentrationslagerzeit ins Feuer schmeißen musste. Es war sein größter Wunsch, diese Lehre unserer Menschheit zu übergeben. Und wenn nichts von ihm bleiben sollte, so sein Ausspruch, die Lehre, die soll bleiben. Der Lebenslauf Viktor Frankls ist in diesem Museum anhand von Wendebrettern dargestellt. Und diese Wendebretter sind von vorne mit einer Frage beschriftet. Wie hat Frankl darauf geantwortet? Welche Möglichkeiten haben wir heute, mit genau den gleichen, manchmal sehr ähnlichen Fragen umzugehen? Und das soll das Museum hier in diesem Raum präsentieren. Dieser Raum ist das Herzstück des Museums und soll gleichzeitig auch den Dreh- und Angelpunkt der gesamten Lehre Viktor Frankls verkörpern, das Menschenbild. Das Menschenbild Viktor Frankls war seiner Zeit voraus. Der Mensch hat einen Körper, schreibt Frankl als Arzt. Der Mensch hat auch eine Psyche und da war Freud Vorreiter und hat dieses Thema zum ersten Mal aus der Tabuzone herausgeholt. Frankl hat zuerst bei Freud gelernt, hat dann bei Adler gelernt und ist dann aus den Fußstapfen herausgetreten und hat diese dritte, die geistige Dimension, die wir hier sehen, dem Menschen zugesprochen. Jeder Mensch, egal welcher Nation, egal welcher Konfession, ist Geisteswesen. Das eint uns alle. Der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach dem Sinn. Er möchte für etwas oder jemanden gut sein. Er kann Stellung nehmen zu Körper und Psyche. Der Mensch kann mit Humor, mit Liebe, mit Spiritualität und mit schöpferischem Gestalten sein Leben meistern und kann so ein glückliches und sinnerfülltes Leben führen. Wir befinden uns hier im Sinnraum, im Logosraum. Das Besondere hier herinnen, hier wird Logotherapie begreifbar gemacht. Das Leben selbst ist es, das den Menschen die Fragen stellt. Meint Frankl, nun, was kann das für eine Frage sein? Exemplarisch haben wir hier für Sie Fragen herausgearbeitet. Anhand von Fragen kann der Besucher ganz individuell entscheiden, welchem Kasten er sich jetzt zuwenden möchte. Wir sind die, die dem Leben zu antworten haben. Wir sind die, die diese Antworten verantworten müssen. Wir befinden uns im Thesenraum des Viktor Frankl Museums. Hier im Thesenraum im Viktor Frankl Museum Wien kann man die 10 Thesen Frankls, die er einem internationalen, hochkarätigen Gremium dargelegt hat, selbst noch einmal studieren und, wenn man möchte, sie auch gerne praktisch übersetzen lassen. Und wer anschließend mit Frankl persönlich in Kontakt treten möchte, der kann das in unserer Mediathek machen. Frankl ist ein bedeutender Name weltweit und das erkennen wir auch an den Besucherzahlen. Manche Besucherinnen und Besucher kommen regelmäßig zu uns, weil sie hier immer wieder auf neue Lebensfragen erfrischende Antworten finden können und in Ruhe die Logotherapie und Existenzanalyse verinnerlichen können. Das Leben ist es, das die Fragen stellt. Sie sind gefragt, wir alle sind gefragt und wir alle müssen antworten und diese Antworten auch verantworten.
In diesem Sinne, bleiben Sie Gestalter Ihres Lebens.